Hallo Leute, ich habe an meiner Royal Enfield Classic 350 ein paar erste Modifikationen durchgeführt. Ich habe mir eine schicke Tanktasche besorgt, die Tourensitze vorne und hinten und einen etwas größeren Gepäckträger montiert, sowie den DNA Stage 2 Luftfilter montiert. In diesem Video zeige ich euch die Montage, mache eine kleine Testfahrt und gebe euch mein Fazit. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Ja, hier seht ihr meine Tasche, die habe ich bei Riders Finest bestellt. Den Link mache ich unten in die Videobeschreibung. Ich wollte halt irgendwas, was zum Aussehen der Royal Enfield Classic 350 passt. Ich glaube, ein normaler Tankrucksack ist da fast drauf zu machen, ist fast ein Frevel. Unterhalb des Deckels ist ein Trageriemen, den kann man benutzen, wenn man vom Motorrad wegläuft. In der Tasche war ein Ersatzriemen und eine Regenüberzughaube. Die Tasche hat innen ein großes Fach und ein kleines Fach und ein Gesamtvolumen von etwa 4,5 Litern. An der Seite sind die Schlaufen, an denen man den Trageriemen befestigen kann. Auf der Rückseite der Tasche sind starke Magnete, mit denen man die Tasche auf dem Stahltank der Royal Enfield befestigen kann. Und das hält bis jetzt eigentlich sehr gut. Bei Hitchcock Motorcycles in UK habe ich mir 2 Tourensitze bestellt und einen kleinen Gepäckträger dazu. Wenn ihr dort etwas bestellt, nicht vergessen, es kommt noch die Mehrwertsteuer und Importgebühren dazu. Zur Demontage muss man erstmal 4 Schrauben am Sozusitz lösen. Man muss also weder für den Vorder- noch für den Rücksitz die ganze Halteplatte abschrauben. Der Fahrersitz ist einfach mit 2 Schrauben befestigt und vorne eingeklipst. Die Demontage geht also recht einfach. Das Video von der Montage spare ich euch. Ihr seht jetzt hier den finalen Zustand. 2 Sitze mit dem Gepäckträger. Hat alles ganz gut funktioniert. Ich empfehle euch aber zuerst den Rücksitz mit Gepäckträger und dann den Fahrersitz zu montieren. Jetzt kommen wir zur Montage des DNA-Luftfilters. Dazu öffnet man erstmal den linken Seitendeckel. Dann entfernt man die Halterung für das Bordbuch, die sitzt oben in 2 Schlitzen und ist oben unten eingeklipst. Die Abdeckkappe für den Luftfilter ist mit 3 Kreuzschlitzschrauben befestigt und sehr leicht zugänglich. Hinter der Kappe sitzt dann gleich der Papierluftfilter und in meinem Fall war der noch ziemlich sauber. Das Motorrad hat ja auch erst 5000 Kilometer. Aber das bringt mich gleich zum nächsten Thema, und zwar kann man den DNA-Luftfilter auch mit der alten Kappe wieder befestigen. Die hat aber einen geringeren Durchmesser als die Stage 2 Abschlusskappe, die ihr hier seht. Ja, den DNA-Filter habe ich in Griechenland bestellt bei der Firma TPL. Sehr nette Leute, sehr entgegenkommend. Ihr habt es vielleicht schon geahnt, ich habe zuerst den Filter bestellt mit dem falschen Deckel oder ohne Deckel und musste dann das zurückschicken, aber ohne Problem, also wirklich sehr zuvorkommend die Leute.
Hat alles sehr gut geklappt. Der Link zur Firma TPL ist in der Videobeschreibung. Ja, die Montage selbst ist mehr als einfach. Also man setzt dann den neuen Filter ein mit der Öffnung nach vorne, schraubt den Deckel drauf mit den 3 Schrauben, setzt sein Bordbuchkästchen wieder drauf und verschließt den linken Seitendeckel. Sinn der ganzen Aktion ist, dass der Motor jetzt mit diesem neuen Luftfilter viel besser durchatmen kann. Nach der Montage soll man den Motor dann 15 Minuten im Leerlauf laufen lassen, damit sich die ECU, die Einspritzung, an den neuen Luftfilter gewöhnen kann. Was dann nach der Montage gleich auffällt, schon beim ersten Gas geben eigentlich, ist, dass der Motor, zumindest mal das Ansauggeräusch, etwas rauer klingt und hat ein ganz anderes Timbre. Ich bin dann eine Zeit lang auf der Landstraße gefahren und mein Eindruck war wirklich, dass der Motor jetzt deutlich freier atmet, und bin dann natürlich nochmal auf die Autobahn, um da zu gucken, was da passiert. Im Hinterkopf hatte ich wahrscheinlich die Hoffnung, dass die Enfield dann vielleicht auch liegend ein paar Kilometer schneller läuft, bis mir dann wieder eingefallen ist, dass sie ja bei 115 km/h elektronisch abgeriegelt ist. Ja, und etwas mehr Luft schadet natürlich auch beim Überholen nicht. Bei meinem Autobahntest habe ich dann 120 km/h auf der Uhr stehen, was dann links hier elektronisch abgeregelt dann diese 115, 116 sind. Generell war mein Eindruck, dass auf der Landstraße auch das Ansprechverhalten des Motors ein bisschen besser ist. Das muss ich erstmal längerfristig verifizieren. Da ist irgendwie ein Störgeräusch von dieser blauen Kiste links. Ja, generell hatte ich das Gefühl, dass sich der Motor mit diesem DNA-Luftfilter schon deutlich freier anfühlt und auch anhört. Ja, jetzt noch ein paar Worte zur neuen Sitzbank. Die Tourensitzbank fühlt sich deutlich fester an, was meiner Erfahrung nach eigentlich ein gutes Zeichen für Tourentauglichkeit ist, weil sie dann nicht so schnell durchsitzt. Mein finaler Kommentar dazu aber erst, wenn ich mal 6 bis 10 Stunden auf der Sitzbank gesessen habe. Ja, und auch die Tanktasche macht einen sehr guten Eindruck eigentlich. Die Magnete halten sie sehr fest auf dem Tank. Sie hat keinerlei Wackeltendenzen gezeigt auf der Autobahn bei sagenhaften 120 Tacho. Und natürlich ist sie kein Raumwunder, aber gerade für mich, der immer ein paar Kamera-Akkus dabei haben muss, ist sie schon ein super Schritt nach. Ja, was ist mein Fazit? Die Tanktasche hält und man kann Dinge drin verstauen. Die Tourensitzbank ist etwas fester und weniger weich als das Original. Und der DNA-Luftfilter, der verschafft dem Motor garantiert mehr Luft als vorher, was man zumindest glaubt, positiv zu bemerken. So, das war es jetzt erstmal mit meinen geplanten Modifikationen. Ob ich mir ein Drehzahlmesser noch hole oder ein Fuel X Lite, bin ich mir nicht sicher. Ich gehe dann schon etwas mehr ins Geld. Und ich bin mir nicht sicher, ob der Nutzen wirklich so dementsprechend groß ist. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Like und ein Abo da. Und schreibt mir vielleicht auch in die Kommentare, was die besten Modifikationen waren, die ihr an euren Mopeds ausgeführt habt. Das war's für heute und euch gute Fahrt, egal auf was ihr unterwegs seid. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao!